Seit über einem Jahr reisen wir nun schon in unserem kleinen roten Bus Richtung Süden. Wir, das sind Merlin, Lotta, Machu und ich, Zoe. Unser Ziel ist es, bis nach Südafrika zu fahren und wir können selbst kaum glauben, wie nah wir diesem Ziel schon sind. Angefangen hat unsere Afrika-Reise in Marokko, wo wir uns langsam an das Leben on the road herangetastet haben. Über Mauretanien ging es dann in den Senegal und von da aus ins nächste Land und ins nächste. 6 Monate haben wir in den Ländern Westafrikas verbracht und 2 weitere in Zentralafrika. Seit 8 Wochen sind wir nun in Angola, einem Land im südlichen Afrika, das wir vorher kaum auf dem Schirm hatten und in das wir uns Hals über Kopf verliebt haben. Doch unser Visum läuft bald aus und es wird langsam Zeit, weiterzureisen. Namibia ruft. Auf geht's nach Namibia! Wuhu! Was ein Timing ist es da, dass wir genau jetzt zum 2. Mal auf dieser Reise Malaria haben. Wir sind zurück von unserem Test. Wie fühlst du dich? Knatschig. Cheers. Rein damit. Mal gucken, ob es diesmal genauso schlimm ist wie letztes Mal. Guten Morgen aus Angola. Das Wetter ist schön und die Temperaturen sind toll und wir haben gut geschlafen. First things first, am Morgen erstmal eine Runde mit den beiden Stinkern raus. Ich finde aber Gassi-Runden machen irgendwie mehr Spaß mit 2 Hunden. Findest du auch? Okay, Rückrufcheck. Machu, Lotta, zu mir. Super, guck mal. Spitze. Ich glaube, wir haben hier einen neuen Rekord aufgestellt mit diesem Platz, wie lange wir an einem Ort stehen können. Wie lange sind wir jetzt hier? 8 Nächte. Schon 8 Nächte. Das hier ist die Serra de Leba Passstraße im südwestlichen Angola, in der Nähe von Lubango. Und das ist einfach ein richtig cooles Bauwerk. So richtig schön. Und hat den perfekten Aussichtspunkt von hier oben. Jetzt erstmal Kaffee. Hier an dem Platz muss man auf jeden Fall schwindelfrei sein. Hier geht es richtig, richtig tief runter in die Schlucht und hier gibt es auch kein Geländer oder so. Setzen Sie sich. Eigentlich wollten wir heute früh losfahren, weil wir noch einiges erledigen müssen, aber jetzt sind uns gerade noch 100 Sachen eingefallen, die man mal machen könnte. Zum Beispiel möchte der Herr eine neue Frisur. Sieht auch schon viel besser aus. Hey Lotta, du bist auf meinem Platz. Achtung, komm auf meinen Schuss. Good girl. Für uns geht's diese Woche nach Namibia. Wup, wup. Aber vorher müssen wir noch ein paar Dinge erledigen. Willkommen in Lubango, der zweitgrößten Stadt Angolas. Man merkt auf jeden Fall, hier ist einiges los. Und wir müssen uns jetzt hier mal ganz dringend wieder eindecken mit allem Möglichen. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, einfach über eine Woche da an diesem Stellplatz verbracht und dementsprechend leer sind auch unsere Vorräte. Aber da gibt es jetzt keinen besseren Ort als so eine große Stadt. Hier finden wir nämlich bestimmt alles, was wir brauchen. Hier, das ist der Markt, oder? Das ist der Markt. Mercado Municipal, aber hier können wir nicht parken. Wir waren neulich schon hier beim Markt und das Gemüse ist einfach richtig, richtig gut da. Okay, ja. Baldi. Dieser Mercado Municipal, scheint ja so der Hauptmarkt zu sein hier. Und wenn man da so hingeht, da ist halt so viel los und da sind ganz viele Frauen, die ihr Gemüse verkaufen. Und dann kommen auf einmal so alle auf dich zu. Und von allen Seiten kommt dann die eine will mit Tomaten verkaufen, die andere Kartoffeln, der nächste hat Erbsen. Dann kommen auch irgendwelche Kinder und wollen deine Taschen tragen. Aber es ist irgendwie trotzdem mega cool, das macht voll Bock da einzukaufen. Ich finde das jetzt, so die Leute, die wollen halt alle ihr Zeug verkaufen, aber die sind jetzt nicht unangenehm, aufdringlich. Das ist eigentlich voll die lustige Experience so. I like it. Ich habe es leider nicht geschafft, alles ohne Plastik zu kaufen, weil irgendwie 5 Frauen mir gleichzeitig ihre Taschen voll gemacht haben. Und dann musste ich auch noch rausfinden, wen ich bezahlen muss. Aber am Ende bei solchen Situationen gebe ich dann einer Frau Geld und dann teilen die das untereinander auf. Und am Ende weiß ich nicht, wie viel ich dann gezahlt habe. Aber weißt du jetzt nicht, wie viel gezahlt hast?
Nee, ich glaube so 5, 6 Euro vielleicht. Echt für alles? Ja. Das war doch schon mal erfolgreich. Ich freue mich ja immer richtig doll, wenn unsere Taschen wieder voll sind mit frischem Obst und Gemüse. Und nächste Station, Reifenshop. Wir haben unseren ersten Platten und wir wollen ungern mit einem kaputten Reifen nach Namibia. Deswegen checke ich jetzt mal hier in diesem Reifenshop, ob die vielleicht unseren Reifen reparieren können. Das wäre die beste Lösung. Irgendwie läuft heute alles wie am Schnürchen. Normalerweise dauern Erledigungstage richtig lang, aber heute, die begleitet uns gerade bei einem richtigen Run. Wir haben uns jetzt hier ins Café gesetzt. Das ist super lieb. Hast zur Werkstatt gehört? Hast zur Werkstatt gehört und haben jetzt gerade eine Einführung in die Speisekarte bekommen und haben jetzt irgendwas bestellt. Und zwar Gemüsespieße mit Couscous. Sieht richtig gut aus. Es riecht richtig gut. Und gerade an solchen Erledigungstagen essen wir sonst nicht richtig. Deswegen ist es, glaube ich, schlau, dass wir das jetzt gemacht haben. Wir sind gestärkt, der Reifen ist repariert. Ihr dürft jetzt raten, wie viel wir bezahlt haben für den Reifen. 1,80 Euro, 5,20 Euro oder 15,80 Euro. Macht Pause und ratet unten im Video. Wir haben 1,80 Euro bezahlt fürs Reifenflicken. Unser Mittagessen hat ungefähr 5 Euro gekostet. Crazy, oder? Bevor wir jetzt aus der Stadt fahren, tanken wir noch einmal voll. Es ist nämlich wohl schwierig, südlich von hier Diesel zu finden, also zwischen hier und der Grenze. Und der Diesel ist ja so günstig in Angola, dass es sich einfach lohnt, nochmal alles voll zu hauen. Wir haben auch die Ersatzkanister voll gemacht. Die kippen wir dann vor der Grenze noch in den Tank. Und dann sind wir ready mit unserem Erledigungstag. Long day, aber erfolgreich. Angekommen. Wir sind leider nicht mehr so weit gekommen, wie wir eigentlich dachten, weil wir jetzt doch noch länger nach Diesel gesucht hatten, als wir dachten. Aber weil wir müde sind. Und weil wir müde sind, die Sonne geht gerade unter. Ich finde den Platz eigentlich ganz nett für eine Nacht. Kleine Planänderung. Wir sind nicht wie geplant weitergefahren Richtung Namibia, sondern wir sind wieder umgedreht und nach Lubango hochgefahren, weil ich gestern Abend richtig dolle Fieber hatte, über 40 Grad und es mir einfach richtig scheiße ging. Und Merlin hatte vor ein paar Tagen auch leichtes Fieber und war nicht so fit und ich hatte das vor 2 Tagen schon mal, dass ich eine Nacht richtig hohes Fieber hatte. Jetzt haben wir gedacht, nee, das müssen wir jetzt mal testen lassen. Also sind wir in die Stadt gefahren, haben ein Krankenhaus gesucht und hier haben wir jetzt gerade einen Test gemacht und müssen jetzt ungefähr 1,5 Stunden warten auf das Ergebnis und dann schauen wir mal, ob wir Malaria haben. Ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Aber es war halt, ich hatte jetzt 2 Nächte einfach über 40 Grad Fieber mit 2 Tagen Abstand dazwischen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich auch nicht so richtig fit. Deswegen ja, sollte man das lieber testen und dann auch behandeln. Wir sind zurück von unserem Test und Zoes Test ist positiv, mein Test ist negativ. Ich fühle mich aber trotzdem nicht so gut. Merlin, guck mal, ob wir noch kleineres Geld haben. Was brauchst du? Ich kaufe nochmal schnell Melonen. Yeah. Ah, Yes. yes. Obrigado. Yeah. Wir sind jetzt angekommen an einem Spot ungefähr 120 Kilometer südlich von Lubango. Haben jetzt noch ein kleines bisschen Strecke gemacht heute. Und hier haben wir jetzt einen richtig schönen Spot gefunden. Und ich mache uns jetzt hier mal was Kleines zu essen, denn wir müssen jetzt ganz dringend diese Malaria-Medication nehmen. Wie fühlst du dich? Knatschig. Knatschig. Ja. Krank knatschig oder erschöpft einfach? Also, das schon so ein bisschen wie letztes Mal. So ein bisschen so ein leichter Kopfschmerz, aber nicht so richtig und einfach so. Are you ready? Yes. Kurz vor 18 Uhr. Malaria-Medikamentenzeit. Also auch wenn mein Ergebnis negativ ist. Wir haben jetzt immer wieder gehört, dass es falsch negative Ergebnisse geben kann, dass man trotzdem Malaria hat und ich fühle mich echt scheiße. Deshalb werde ich es auf jeden Fall auch nehmen. Diese Medikamente nimmt man auch zur Prophylaxe. Das heißt, selbst wenn ich es jetzt nicht hätte, es wird nicht ganz so schlimm sein. Also. Ready? Cheers. Rein damit. So.
Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Mal gucken, ob es diesmal genauso schlimm ist wie letztes Mal. Das letzte Mal ging es uns eigentlich, also wir waren schon ziemlich fertig, aber nachdem wir die Tablette eingenommen haben, ging es dann so richtig bergab. Guten Morgen. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe gut geschlafen. Ich hatte kein Fieber heute Nacht. Ich fühle mich ein bisschen so erkältet. Ich habe Schnupfen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und so. Aber nichts von den Malaria-Symptomen, die wir letztes Mal hatten. Wir kommen jetzt langsam mal aus dem Van gekrochen. Wir lagen jetzt eigentlich den ganzen Tag nur rum. Es war extrem heiß heute. Wir hatten 36 Grad und wir standen in der prallen Sonne, weil es hier keinen Schatten gibt. Es wird angenehmer, das heißt, es wird Zeit für Gassi. Ich fühle mich eigentlich ganz gut gerade. Eigentlich recht fit. Es war, glaube ich, sehr gut, dass wir heute hier geblieben sind. Unser Platz ist hier in so einer Art Steinbruch und wir dachten, als wir gestern ankamen, dass es ein stillgelegter Steinbruch wäre, weil hier keine Reifenspuren waren und nichts um uns rum war. Und dann heute kam auf einmal so ein dicker, was war das, so ein Traktor? Nee, so ein Bagger und hat angefangen, hier Equipment hochzutragen. Und ich glaube, die fangen jetzt hier wieder an zu arbeiten. Also wir haben jetzt, glaube ich, hier einen der letzten stillen Tage an diesem Platz erwischt. Ich finde, das sieht total cool aus und surreal, weil hier diese geraden Flächen einfach so in den Felsen geschnitten wird. Und wenn man sich hier so umguckt, dann sieht man ja auch, wie zum Beispiel hier aus dem Berg hinter uns, der wird einfach in mehr oder weniger gleich große Klötze zerschnitten. Und dann bleiben hier eben solche Stellen übrig, wo dann einfach so glatte Wände in der Gegend rumstehen, was irgendwie total surreal aussieht. Gut gemacht, Babyboy. Gut gemacht. Ich möchte heute mit euch über Jeans reden, genauer gesagt über die Detox Denim von Armed Angels. Armed Angels hat sich vorgenommen, sauberere Jeans herzustellen, also Produkte mit einem geringeren Fußabdruck als die konventionellen Jeans. Was sie dafür machen, ist, dass sie keine synthetischen Pestizide benutzen, keine gefährlichen Chemikalien und kein toxisches Chlor. Die letzte Armed Angels Hose, die letzte Detox Denim, die bei mir eingezogen ist, habe ich letzten Herbst bekommen und das ist die Andra Retro. Ich trage sie in Größe 28, 32 und ich trage die jetzt seit einem Jahr über die gesamte Reise über den afrikanischen Kontinent immer wieder und ich bin immer noch sehr, sehr happy damit. Damit auch eure Jeans ein bisschen länger halten und ihr sie auch über mehrere Jahre lang tragen könnt, kann ich euch empfehlen, die Jeans nicht allzu oft zu waschen, sondern auch einfach mal kurz rauszuhängen zum Entlüften. Sie möglichst sanft zu waschen mit sanftem Waschmittel und ohne Weichspüler und sie am besten an der Luft trocknen zu lassen und nicht im Trockner. Falls ihr euch bei Armed Angels auch mal umschauen wollt und auf der Suche nach einer neuen Jeans seid, dann könnt ihr mit unserem Code TheFilmPeople15 15% auf eure nächste Bestellung sparen. Wir haben euch den Link unten in die Beschreibung gepackt und ihr könnt auch kurz auf Pause drücken und den QR-Code scannen und dann kommt ihr auch auf den Shop. Morgen! Morgen! Heute ist ein Tag später. Wir haben gestern gar nicht gefilmt. Und gestern war auch der letzte Tag, an dem wir unsere Medikamente genommen haben. Also unser Treatment ist jetzt quasi abgeschlossen. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also ich merke noch, dass ich nicht 100% fit bin, aber es geht bergauf. So war das letzte Mal auch. Man ist dann nicht gleich wieder fit, sondern es dauert dann schon noch so eine Woche, bis man wieder fit ist. Bei mir ging es so am ersten Abend ging es mir ganz gut und danach die nächsten 2 Tage ging es dann so ein bisschen bergab. Also ich hatte die letzten 2 Abende wieder Fieber und habe mich echt nicht gut gefühlt. Deswegen
Ja, ich weiß nicht, bin noch nicht so richtig fit und ich hoffe, dass es jetzt vorbei ist. Wir haben jetzt insgesamt noch 300 Kilometer bis zur namibischen Grenze. Heute ist der 11. und am 13. müssen wir ausgereist sein. Wir wollen aber morgen schon ausreisen, damit wir einen Tag Puffer haben. Man weiß ja nie, was passiert. Deshalb bewegen wir uns jetzt mal weiter Richtung Süden. Mittagspause. Wir sind ja gerade so gemütlich die Landstraße entlang getuckert und dann haben wir auf einmal das hier gesehen. Crazy. Steht hier einfach so ein Panzer am Straßenrand. Alter. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal gesagt in einem Video. War wirklich sehr, sehr lange Bürgerkrieg und das scheint hier so ein Überbleibsel davon zu sein. Wir dürfen hier Wasser auffüllen im Wasserwerk. Sehr nett. Jetzt sind wir schon wieder sehr knapp und unsere Tanks sind wieder voll. Wir waren heute jetzt ziemlich lange unterwegs. Ich glaube, wann sind wir los? Um 10, jetzt um 18 Uhr angekommen, als es schon dunkel war. Wir haben zwischendurch aber noch einen Radreisenden getroffen, haben uns mit dem ein bisschen unterhalten und dann war der Tag irgendwie auch schon vorbei. Jetzt stehen wir hier auf einem Feld. Einfach neben der Straße, nichts Besonderes, aber das macht nichts, weil wir wollen ja eh morgen recht früh weiterfahren und hier ist es ruhig, also alles gut. Und Melanie hat jetzt gerade eine vorzügliche Reispfanne für uns gekocht. Schmeckt scheiße. Nur leider ist er gerade ein bisschen grumpy. Angeblich schmeckt die scheiße, aber das kann ich nicht bezeugen. Guten Morgen! Heute geht's nach Namibia. Ich bin heute Morgen um 5 aufgewacht und konnte irgendwie nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich irgendwie aufgeregt bin oder dass ich mich freue. Aber eigentlich schlafe ich morgens ganz gerne ganz lang. Irgendwas das kann ich bezeugen. ist am heutigen Tag, das mich ein bisschen, weiß nicht, früher wach gemacht hat. Angola verabschiedet uns mit einem wunderschönen Sonnenaufgang. Ein letzter Kaffee in Angola. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich schon bereit bin. Ich auch nicht. Wir waren so lange, wir waren 2 Monate. Über 2 Monate in Angola. Wir waren in keinem anderen Land so lange. Wir waren in Marokko 6 Wochen und ansonsten immer im Schnitt so 3 Wochen. Aber Angola, das heißt schon was. Wir müssen auch den Diesel aus unseren Ersatzkanistern in den Tank befördern, weil scheinbar wird an der Grenze sehr streng kontrolliert. Und man darf den billigen Diesel aus Angola nicht nach Namibia bringen. Das ist dann nämlich, glaube ich, vorbei mit 15 Cent pro Liter. Auf geht's nach Namibia! Wuhu! Und jetzt, wo wir langsam auf die Grenze zufahren, weiß ich irgendwie nicht so ganz, wie ich mich fühlen soll. Ich muss sagen, dass ich schon ein bisschen traurig bin, aus Angola wegzufahren, weil es einfach so toll hier war und ich mich hier so wohl gefühlt habe. Und ich bin auch so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, was Namibia angeht. Zum einen, weil Namibia, glaube ich, ein sehr touristisches Land ist und das, was wir seit Marokko auf dieser Reise ja gar nicht mehr hatten. Also die wenigsten Länder waren ja überhaupt touristisch und wenn, dann hat sich das sehr in Grenzen gehalten. Also das Angebot, aber halt auch, wie viele andere Touris und Reisende da sind. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es was Schlechtes ist. Es ist einfach ein krasser Kontrast zu der bisherigen Reise. Und da bin ich gespannt, wie das so wird. Und zum anderen finde ich, ist halt auch bei Namibia nochmal anders als bei den anderen Ländern, durch die wir gereist sind, so dass einfach Deutschland da ja eine sehr, sehr
schlimme Vergangenheit hatte, also beziehungsweise Namibia eine schlimme Vergangenheit hat, wo Deutschland ja total viel Scheiße gebaut hat und für sehr, sehr viel Leid gesorgt hat. Und das auch uns nochmal in eine andere Position rückt, finde ich. Und wir auch in diesem Land eine andere Verantwortung haben als Reisende, als deutsche Touris. Und ich auch noch nicht so ganz weiß, wie ich damit umgehen kann und möchte oder muss und was denn da, wie wir am besten durch dieses Land reisen. Und ja, also ich habe einfach so ein paar Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen. Und freue mich trotzdem. 2, 1. Wir sind in Namibia! Woohoo! Hört sich weird an? Guten Morgen! Unser allererster richtiger Tag in Namibia ist angebrochen und wir sind direkt aufgebrochen in eine Stadt namens Zunep und müssen uns leider hier um eher unerfreulichere Dinge kümmern, denn es scheint so, als wäre unsere Wasserpumpe kaputt. Also der Motor wird recht heiß und die Wasserpumpe ist auch undicht und das hat Merlin schon vor ein paar Tagen entdeckt, da wollte er sich schon mal drum kümmern und jetzt scheint es so, als wäre diese Pumpe komplett ausgefallen. Was nicht so gut ist, vor allem weil es hier jeden Tag sehr heiß wird. Deswegen sind wir jetzt hier in Zunep und fahren mal zu einer Werkstatt. Wir haben unser Problem so gut wie gelöst. Wir haben hier in der Werkstatt tatsächlich gleich 2 Erfahrungen gemacht, die wir von Namibia schon so erwartet hatten. Erfahrung Nummer 1 ist, dass wir jemanden treffen, der Deutsch spricht. Der Werkstattinhaber spricht Deutsch, kommt wahrscheinlich ursprünglich aus Deutschland. Und Nummer 2 ist die Lieferinfrastruktur innerhalb Namibias für Ersatzteile. Die Wasserpumpe ist nämlich hier nicht vorrätig, aber ein Windhoek und die kommt quasi über Nacht mit ihr hergeliefert und ist morgen um 8 Uhr hier. Good? Yeah, thank you. Perfekt. Willkommen in unserem Camp. Das erste Mal seit Marokko, dass wir auf einem offiziellen Campingplatz stehen. Das stimmt jetzt nicht. Da Doch. muss ich jetzt mal Einspruch Wann waren wir erheben. denn auf einem Campingplatz? In Ziguinchor? Oder nicht? Nee, es war eigentlich auch nur ein Hotel. Ja. Wir zahlen hier, glaube ich, 6 Euro pro Person die Nacht auf dem Campingplatz. Ist okay. Ja. Also ist voll okay. Ja. Was ich mich halt so frage, ist, wenn wir jetzt jede Nacht 15 Euro, 12 Euro zusammen zahlen, dann in den 3 Monaten Namibia, das läppert sich dann schon. Aber ich denke mal, wir werden auch wild campen können irgendwo. Ja. Ja, hier gibt es dann auf jeden Fall auch, da hinten ist eine Dusche und Toilette. Oh, nice. Hier gibt es einen Grill. Oh, haben wir auch Holz? Da ist Feuerhaus. Ja, wir machen heute ein Feuer. Und Und hier ist ein Kletterbaum. es gibt sogar eine Baumbeleuchtung. Ah, da und zwar da oben. Da. Und die macht man hier an. Cool. Hallo, mehrere. Schön. Welcome to Namibia. Wird richtig gut, Namibia. Ihr wisst ja, dass wir die Kings and Queens des Barbecues sind. Ich glaube, nennt man das hier schon Brei? Ja, so wie in Südafrika? Ja, hat er vorhin gesagt, der Typ, der uns eingewiesen hat. Der Magus. Nein. Achso, der nur. Ja, Ja, wir machen hier wieder ein amtliches Barbecue, Brei auf dieser Designated Feuerstelle. Wir sind zwar ein bisschen kurz short on supplies, aber ich glaube, da haben wir doch was Ordentliches gezaubert. Ja. Ah, ich lieb's. Ich finde es immer noch richtig crazy, dass wir jetzt in Namibia sind. Irgendwie ist so, wir sind noch nicht ganz in Südafrika, aber dass es wirklich von Namibia nach Südafrika kommen, ist jetzt echt kein Ding mehr. Und es ist irgendwie schon, das fühlt sich jetzt alles so nah an. Auch wenn wir jetzt hier noch bis Ende November, also noch fast 2 Monate in diesem Land sein werden. 3 Monate. Fast 3 Monate.
fühlt sich das schon jetzt so wirklich nach Zielgerade an. Das ist irgendwie total crazy. Guten Morgen! Eine weitere Sache, die hier in Namibia anders sein wird, ist, dass wir häufiger mal auf Campingplätze fahren müssen, weil hier einfach Wildcampen in manchen Regionen nicht erlaubt ist oder einfach nicht so gut geht. Und was es hier noch gibt, es gibt sehr, sehr viele andere Arten der Unterkünfte, also irgendwelche Lodges oder irgendwelche Zelte oder sonst was. Und wir haben uns jetzt mal hier für 2 Nächte zum Ankommen und Runterkommen hier so ein kleines Zelt gegönnt mit einem richtigen Bad und einer kleinen Outdoor-Küche und einem eigenen Pool. Unser Camp und dieses Zelt hier befinden sich auf einem großen eingezäunten Grundstück. Und hier gibt es einige Wege, mit denen man ganz toll Gassi gehen kann, das auch sehr angenehm ist für uns. Wir haben uns heute um ein paar organisatorische Dinge gekümmert, haben ein YouTube-Video geschnitten und so weiter. Einfach diesen großen Space mal genossen. Und jetzt, wo es ziemlich heiß ist, springen wir mal in den Pool. Dafür haben wir den ja. Arschkalt. Es ist 6 Uhr, kurz nach 6. Ich bin schon wach. Heute steht nämlich was Besonderes an. Für mich geht's heute nämlich auf Safari in den Etosha. Ciao, viel Spaß. Enjoy. Ich hoffe, du siehst ganz viele Tiere. Mach schöne Fotos für mich. Okay. Hunde sind im Nationalpark nicht erlaubt und heute wird es wieder 36 Grad tagsüber. Das heißt, wir können die Hunde nicht alleine lassen, vor allem nicht im Auto. Deshalb passt Zoe auf die beiden auf, während ich heute 5 Stunden Safari machen kann. Ich warte jetzt hier auf meinen Pickup. Wir können natürlich nicht mit unserem eigenen Auto fahren, weil Zoe ja da drin bleibt. Deshalb habe ich eine Tour gebucht und werde hier gleich abgeholt. Und das war natürlich nicht das letzte Mal, dass wir herkommen. In ein paar Wochen kommt Zoes Familie zu Besuch. Dann fahren wir nochmal hier hoch in den Norden und dann werden wir nochmal zusammen in den Etosha gehen. But it's the same property, but the entrance is 200 meters down the road. Okay, perfect. Thank you. Okay, meine Abholung ist unterwegs. Gleich kann es losgehen. Good morning. How are you? Hi. Yes. Nice to meet you. How are you? My name is Merlin. Nice to meet you. Thanks for picking up. It's a half day, 5 hours, right? Ui, hier ist was los, Alter. Ganz schön viele Leute. Okay, die erste Sichtung des Tages. Are you okay? I'm okay, thank you. Want to do our payments here? Yes. Yeah. Thank you, have a nice day. Thank you, Bye bye. Okay, das war bis jetzt nur der Weg bis hier zur Rezeption, wo man die Parkgebühren bezahlt. Der Eintritt hat jetzt hier 150 namibische Dollar gekostet. Das sind 7,80 Euro für den Parkeintritt. Crazy. Dazu habe ich jetzt noch 95 Euro kostet diese Tour mit diesem Auto. Da ist der Guide included und das Auto. Wow, das war richtig cool. Wir waren jetzt einfach in Black Rhino
mit einem Baby zusammen hier im Gebüsch und die sind direkt neben uns hier lang gelaufen. Das war echt richtig, richtig nice. Wir haben jetzt gerade richtig Glück gehabt und zwar liegt da in dem Schatten eine Cheetah. Ich habe gerade gelernt, die sehen aus wie Leoparden, sind aber kleiner und werden nicht ganz so alt und die sind super selten zu sehen. Also Cheetahs und Leoparden gibt es hier in diesem ganzen Park scheinbar nur 60 bis 70 Stück und teilweise werden die für mehrere Wochen am Stück nicht gesichtet und jetzt haben wir richtig Glück und die liegt hier, keine Ahnung, 100 Meter neben uns in diesem Gebüsch. Was echt eine richtig seltene Sichtung ist. Mega, mega cool. Es gibt super viele Zebras, ungefähr 8000 insgesamt. Und die bewegen sich jetzt alle gerade hier in der Nähe langsam Richtung einem Wasserloch. Deshalb sieht man die jetzt immer wieder auf unserer Strecke, weil die nämlich alle in dieselbe Richtung laufen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das war mega cool. Ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass ich so viele Tiere zu Gesicht bekomme. Hallo! Hallo! Ich freue mich richtig doll für dich, dass es so cool war und dass du so viel gesehen hast. Ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber ich war 2017 mit meiner Familie schon mal in Namibia und da waren wir auch wie 2-3 Tage in Etosha. Und du warst ja noch nie, deswegen... Außerdem kommen wir nochmal zurück. Eben, wir kommen nochmal mit meinen Eltern zurück und dann darf ich nochmal einen Tag alleine rein. Und wir können nochmal zusammen rein, da freue ich mich richtig doll. Yes. Voll cool, was eine Woche. Ey, angefangen in Angola mit Malaria, enden in Namibia im Nationalpark mit Elefanten. Ja, die ganz schön krasse Veränderung. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder aus Namibia. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Guten. Ich habe übrigens gehört, wenn man dieses Video liked, ist das gut fürs Karma.